Wie hätte ich mit meiner schweren Körperbehinderung im frühen Mittelalter gelebt? Dieser Frage gehe ich in diesem Video nach. Ich stelle mir vor, ich würde um das Jahr 800 in einem armen Dorf leben. Ohne meine Familie hätte ich kaum überlebt. Ich habe eine infantile Zerebralparese, kurz ICP. Ich kann nicht laufen, nicht allein sitzen und meine Hände nicht gezielt benutzen. Fremde verstehen mich oft nicht. Denken kann ich aber ganz normal. Damals hätte niemand gewusst, was ICP ist. Manche hätten mich für krank, schwachsinnig oder verflucht gehalten. Wichtig wäre gewesen, ob außer meiner Familie noch jemand meinen Verstand erkannt hätte. Mein Tag hätte mit Kälte und Rauch begonnen. Ich hätte mit meiner Familie in einem Holzhaus gelebt. Die Feuerstelle hätte gewärmt, aber den Raum verraucht. Mein Schlafplatz hätte aus Stroh und alten Fellen bestanden. In kalten Nächten wäre meine Spastik besonders stark gewesen. Wenn niemand mich gedreht hätte, hätte ich stundenlang schmerzhaft gelegen. Am Morgen hätte mich ein Angehöriger waschen müssen. Wasser musste erst geholt und erwärmt werden. Vielleicht hätte man nicht jeden Tag Zeit dafür gehabt. Für Urin und Stuhl hätte ich ein Gefäß oder saugfähige Tücher gebraucht. Diese wären rau und schwer zu reinigen gewesen. Ohne gute Pflege hätte ich wunde Haut bekommen. Ich hätte ein Leinenhemd und eine Wolltunika getragen. Zum Frühstück hätte es dünnen Brei oder eingeweichtes Brot gegeben. Ich kann nicht selbst essen und trinken. Ein Angehöriger hätte mir jeden Löffel geben müssen. Wegen meiner Schluckprobleme hätte alles weich sein müssen. Trotzdem hätte ich mich leicht verschlucken können. Eine Lungenentzündung hätte tödlich sein können. Nach dem Essen hätte man mich auf eine Bank oder in einen Holzstuhl gesetzt. Felle hätten mich gestützt. Einen Elektrorollstuhl, einen Lifter und einen angepassten Sitz gab es nicht. Vielleicht hätte meine Familie für mich einen Holzkarren oder einen Holzstuhl mit Rädern gebaut. Die schlammigen Wege wären nur schwer befahrbar gewesen und hätten meine Spastik verstärkt. Deshalb wäre ich meistens im Haus geblieben. Während die anderen auf dem Feld arbeiteten, hätte ich allein am Feuer gesessen. Körperlich hätte ich kaum helfen können. Man hätte mich als Last ansehen können. Vertraute Menschen hätten einzelne Laute verstanden. Trotzdem hätte ich Schmerzen und Wünsche oft nicht mitteilen können. Vielleicht hätte ich Geschichten gekannt und Ratschläge gegeben. Ob jemand zugehört hätte, wäre ungewiss. Andere hätten entschieden, wann ich esse, trinke oder nach draußen komme. Selbstbestimmung hätte es kaum gegeben. Am Mittag hätte ich wieder Hilfe gebraucht, sonst hätte ich hungrig und durstig gewartet. Eine rote Hautstelle hätte sich schnell zu einer offenen Wunde entwickelt. Ohne Antibiotika und saubere Verbände hätten Entzündungen, Fieber und Schmerzen gedroht. Schon eine kleine Verletzung konnte lebensgefährlich werden. Am Nachmittag hätte mich vielleicht jemand vor das Haus getragen oder geschoben. Manche Menschen wären freundlich gewesen, andere hätten gespottet oder mich gemieden. Vielleicht hätte ein Priester für Heilung gebetet. Kräuter, Wärme und Massagen wären fast die einzigen Behandlungen gewesen. Wärme hätte meine Muskeln vielleicht entspannt. Gegen Schmerzen oder Infektionen hätte es kaum Hilfe gegeben. Am Abend wären die anderen erschöpft zurückgekommen. Die Familie hätte sich vielleicht am Feuer versammelt. Das hätte schön sein können. Gleichzeitig hätte vielleicht niemand mehr Kraft für meine Pflege gehabt. Meine Angehörigen hätten mir beim Essen helfen, mich waschen und regelmäßig umlagern müssen. Ob ich genug zu essen bekommen hätte, sauber und warm gewesen wäre, hätte allein von ihrer Arbeitskraft und Fürsorge abgehangen. In der Nacht hätte ich auf Stroh gelegen und meine Lage nicht selbst verändern können. Bei Schmerzen hätte ich versucht, durch Rufe auf mich aufmerksam zu machen. Da meine Familie wahrscheinlich im selben Raum geschlafen hätte, hätte mich vermutlich jemand gehört und gedreht. Trotzdem wären Kälte, wunde Haut, Verschlucken und Infektionen ständige Gefahren gewesen. Hätte ich das Erwachsenenalter erreicht? Meine Chancen wären schlecht gewesen. Funde zeigen, dass auch Menschen mit Behinderungen gepflegt wurden. Man hätte mich also nicht automatisch versteckt oder verlassen. Das bedeutet aber nicht, dass mein Leben gut gewesen wäre. Vielleicht hätte mich meine Familie geliebt
und mich trotzdem nicht ausreichend versorgen können. Es hätte Schutz, Nähe und schöne Momente gegeben. Mein Leben wäre aber von Abhängigkeit, Schmerzen und Unsicherheit geprägt gewesen. Heute ermöglichen mir Assistenz, Hilfsmittel und Medizin ein selbstbestimmtes Leben. Ohne verlässliche Hilfe hätte ich damals meine Gesundheit und wahrscheinlich mein Leben verloren.